Also es war nicht unbedingt das Fotomodell, um es hinzustellen, aber sobald er sich in Bewegung setzte mit dem Reiter drauf, war einfach das wie aus einem Guss. Das gibt es sicher spektakulärer. Die Beine fliegen heute deutlich höher teilweise, das mag sein, aber dieser Grundtakt und diese Grundrittigkeit, die war immer da. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden. Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Stempelhengste. Hallo Ina. Hallo liebe Lynn. Willkommen zurück zu einer endlich neuen Folge Stempelhengste. Richtig. Und wir haben eine große Lücke in unserem Alphabet der Stempelhengste. Uns fehlt der Buchstabe F. Ja, so gut wie auf jeden Fall. Du warst unterwegs. Ja. Du warst beim nordrhein-westfälischen Landgestüt Warendorf. Das ist korrekt. Und hast dich unterhalten über Floristan 1. Ganz genau. War ja ein schicker Kerl, ne? Ja, also so komplett ohne Abzeichen, dunkelbraun. Für mich jetzt, ich mag es ja gerne ein bisschen bunt, aber an sich schon macht er schon was her. Oh, ich habe sie ja klassisch gerne dunkel. Voll konservativ. Aber einfach nur schön. Ja. Und bei Floristan 1 muss man ja einfach auch mal über die Großväter reden. Ne? Sowohl seine Rolle als Großvater als auch sein eigener Großvater, weil das ist ja ein Hengst, den haben wir ja auch schon porträtiert bei den Stempelhengsten. Furioso 2. Ganz genau. Der Multitalentvererber, ja. Und auch, glaube ich, Floristan hat dann von beiden Seiten da was abgekriegt, wie man so schön sagt. Ganz genau. Also die mütterliche Seite geht so ein bisschen aufs Springblut zurück und diese Doppelveranlagung zeigte er auch und hat tatsächlich, also er ist 1986 geboren und hat bei seiner eigenen Hengstleistungsprüfung sowohl im Springen als auch in der Dressur gewonnen. Also Respekt. Also man kann durchaus behaupten, dass er der Begründer der F-Linie war, weil seine berühmten Enkel, ne, also er ist Großvater zum Beispiel unter anderem von Fürstenball oder auch von Fiedertanz. Ja, auf jeden Fall Namen, die nicht zu verachten sind. Nee, Dressurblut vom Feinsten, würde ich sagen. Ja, ganz genau. Ja, ich habe mit zwei ganz interessanten Herren gesprochen. Einmal mit dem Obersattelmeister Georg Frerich und mit dem ehemaligen Auktionator vom Westfälischen Pferdestammbuch Bernd Richter. Ja. Beide haben eine unterschiedliche Sicht auf das Pferd, weil Herr Frerich hatte den Hengst 7 Jahre bei sich auf Deckstation. Okay. Und war also täglich im Umgang mit ihm in der Zeit. Und Bernd Richter sagte so schön, er hat die Nachkommen so gut wie alle unterm Hammer gehabt. Und das ist auch beachtlich, ne? Die Nachkommensleistung, also die Lebensgewinnung seiner Nachkommen liegt ja auch bei über 2,4 Millionen. Ja. Also alles Tänzer am Dressurpferd, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ganz interessant. Und er selber, mal wieder ein Pferd, das selber nach seiner Hengstleistungsprüfung keiner Prüfung mehr ausgesetzt war. Verrückt, also was für eine Generation, ja. Hengste, die einfach herausragend sind und bestechen in ihren sowohl Exterieur als auch Interieur und Leistungen und gewinnen da ihre Hengstleistungsprüfung und dann dürfen sie ein schönes Leben haben auf dem Gestüt. Ganz genau. Ja, also das ist super interessant, vor allem weil Floristan auch besonders die ersten Jahre auf dem Gestüt ein sehr interessantes Leben gehabt haben dürfte, denn er ist auch noch im Natursprung im Einsatz gewesen. Welch Luxus. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Ja. Herr Frerich, wann haben Sie Floristan zum ersten Mal gesehen? Können Sie sich daran erinnern? Also ich kann mich ziemlich genau daran erinnern, das war eben am Tag nach seiner Körung, als er hier im Landgestüt eintraf und einfach eine tolle Erscheinung war und wir waren alle froh, dass wir ihn bekommen hatten. Wir hatten vorher schon gehört, dass in Aachen auf dem Hengstmarkt sich einiges um Floristan gedreht hat, aber sein Züchter Eberhard
Schulte-Bürker, der ist absoluter Landgestüts-Fan und Landgestüts-Freund. Und er hatte von vornherein versprochen, dass wir ihn bekommen. Ach so, okay. Das heißt, Sie hatten schon gehört von ihm, bevor Sie ihn das erste Mal gesehen haben? Ja, ich kannte Züchter, die ihn als Fohlen gesehen haben, die eine Reise ins Rheinland gemacht haben. Ich bin ja im Kreis Soest mit meiner Deckstation beheimatet. Und die kannten die Familie Schulte-Bürker und haben mir damals schon von einem außergewöhnlichen Hengstfohlen erzählt, das mit Sicherheit irgendwann eine große Zukunft haben wird. Und ja, das hört man dann und denkt sich nichts dabei. Und auf einmal 2 Jahre später taucht dieses Pferd auf der Körung auf und dann kommt so im Hinterkopf, ach, von dem habe ich das ist doch das Fohlen von damals, wo die doch gesagt haben. Ja. Wow. Und er hat also in keinem Fall enttäuscht. Ja. Wie oft kommt sowas vor, dass man von einem Fohlen hört, dass das sich dann auch wirklich so entwickelt, wie die Leute das vielleicht erahnt haben im Fohlenalter? Ja, dass ein solches Fohlen, das so außergewöhnlich ist, dann später zu einem Weltvererber wird, das kommt vielleicht nicht ganz so häufig vor. Es gibt es aber schon, dass Fohlen auffallen und dass man dann sagt, wow, und in 3 Jahren oder 4 Jahren auf einmal ist so einer beim Bundeschampionat am Start, was ja dann auch schon wirklich ein Riesenerfolg ist. Mhm. In welcher Position waren Sie hier am Landgestüt, als Floristan hierher kam? Ich war damals Deckstellenvorsteher seit 2 Jahren in dem Raum Soest in Bad Sassendorf an der Kummerwie. Experten werden das wissen, was das ist. Und das ist ein Reitzentrum da, wo das Landgestüt sich halt Ställe gemietet hat und einen Sprungraum für die Deckställe und Stutenställe, damit man Fremdstuten einstellen kann. Und zu der Zeit war ich da gerade so 2 Jahre auf dieser Station unterwegs. Und was können Sie sich daran erinnern, was Sie über ihn gedacht haben, als er dann zu Ihnen kam? Also erstmal war es wirklich Begeisterung. Er stand vor ihm. Eigentlich war er gar nicht so, also er war jetzt nicht so ein Strahlemann, wenn man ihn im Stall sah. Das war einfach ein durch und durch harmonisches Pferd. Auch damals schon? Also schon damals. Er war vom ersten Tag an hier ein absolut harmonisches Pferd. Und er hatte so ein ruhiges und klares Auge, einfach nur braun mit ganz wenig Abzeichen, auch gerade am Kopf. Nichts. Ich glaube, nur an den Hufen so ein bisschen. Nur an den Hufen unten, so ein ganz bisschen hinten. Wirklich, der war einfach in sich ein harmonisches Pferd und von vornherein Menschen zugewandt, wie sich später herausstellte, manchmal sogar sehr zugewandt, was dann dazu führt, dass er zum Beispiel, also kaum, wenn man ihn länger kannte, kaum den Pullover in Ruhe lassen konnte, wenn man mal länger bei ihm stand oder so. Also ein bisschen knabbern, ein bisschen zuppeln und solche Sachen, die hat er schon gemacht. Das sieht man natürlich nicht am ersten Tag, wenn er kommt. Ja, aber als er dann sich eingewöhnt hatte, merkte man, dass er so bestimmte Personen sehr mochte oder sich da schon... Also es gab eigentlich keinen, der ihn nicht mochte hier im Landgestüt und es gab eigentlich auch keinen, der mit ihm nicht klargekommen wäre. Er war sehr, sehr unkompliziert in den Dingen, die man von einem Reitpferd verlangt, absolut. Und auch so im Umgang, er hat also nie irgendwie jemanden in Gefahr gebracht, auch in den ersten Tagen nicht, wenn die Eingewöhnungszeit ist, überhaupt nicht. Also er hat kein Bein gehoben, wenn man in den Stall kam und irgendwelche Arbeiten verrichten musste. Also war er sehr, sehr gut erzogen vielleicht schon oder einfach von sich aus sehr, sehr menschenbezogen. Ja. Und wie ging es für Floristan dann weiter? Er wurde hier angeritten und zeigte gleich in den ersten Wochen sein großes Talent unterm Sattel. Also es war immer im Gleichgewicht, dieses Pferd. Es hatte Takt, es hatte Schwung. Was ganz herausragend war sein Schritt, der auch vom ersten Moment dann beim Anreiten oder so nie festgehalten war, sondern immer großartig durch den ganzen Körper ging. Und er ließ den Reiter spüren, dass er einfach ein geborenes Reitpferd ist. Wer drauf saß, fühlte sich wohl. Wie war Floristans Abstammung? Also man muss schon sagen, vieles, glaube ich, von seiner Qualität erklärt sich über seine Mutter. Das war die Staatsbremenstute Raute vom Rheingold, aus der Gode vom Garamond. Und dann kam hinten noch der Hannoveraner Gong. Und diese Raute, die war die überragende Stute ihrer Zeit im Rheinland. Das war die Siegerstute der Rheinischen Eliteschau, die später, als Floristan gerade geboren war, noch auf der Bundesstutenschau die Siegerstute der jüngeren Klassen geworden.
Und egal, wo sie auftrat, sie zog die Blicke auf sich, sie ging. Also damals war es noch nicht üblich, dass man solche Pferde unterm Sattel vorstellte, wenn die jedes Jahr einen Fohlen bekamen. Und Embryotransfer war auch noch keine Sache. Und man sah sie halt wirklich nur auf diesen großen Schauen. Und da ging sie dann an der Hand. Und das war immer wieder ein Erlebnis, diese Stute zu sehen. Und da kommt es wahrscheinlich her. Ja. Und vor allen Dingen dann väterlicherseits der Furioso-Sohn Fidelio, der eben gerade im Rheinland eine sehr große Anzahl von praktischen, sehr umgänglichen Pferden hinterlassen hat und vor allen Dingen ganz, ganz hervorragende Stuten. Da kenne ich einige, die da gute Pferde von hatten. Also durch die Anpaarung standen die Vorzeichen schon gut. Die Vorzeichen standen da schon gut durch diese Anpaarung mit dieser überragenden Raute. Ja. Und dann eben das Blut des Furioso, was eben für Floristan, sicher auch für Floristans Springeignung zuständig ist. Und er ist ja selber im Sport nicht geritten worden, hat aber eine überragende Hengstleistungsprüfung absolviert. Ja. Also, und erstaunlicherweise auch mit Bestnoten in Springen und Dressur, obwohl er ja eigentlich eher als Dressurvererber bekannt ist. Können Sie dazu vielleicht kurz was sagen, wie er so zu reiten gewesen ist? Es war, wenn man so will, es war ein ganz anderes Fahrgefühl. Er war einfach komfortabel in jeder Bedienung. Er war im Maul sehr schön. Er hatte also so eine Schwingung, die durch den ganzen Körper ging. Die Galoppade war also sehr schön bergauf gesprungen und er nahm den Reiter in jeder Phase des Rittes mit. Und das kam ihm dann hinterher auch beim Springen zugute, wo es sicher Pferde in der Abteilung gab, die vielleicht direkt am Sprung ein größeres Talent hatten. Aber wenn ein 3,5-Jähriger beim 100-Tage-Test den Parcours gehen muss, dann muss er ja auch total rittig sein. Und der kam einfach zu jedem Sprung passend, weil seine Galoppade auch so praktisch war. Er ließ sie sich leicht verlängern, verkürzen. Er nahm Last mit dem Hinterbein auf und er war aufmerksam genug, um jeden Sprung zu taxieren und eben in sich rund, wenn er sprang. Das erklärt jetzt, dass die Springnote so hoch war. Und bei der Dressur war Floristan sowieso außerhalb jeder Diskussion. Er nahm den Reiter halt immer mit und als wenn dran stände, reite mich. Also war das dann auch, dass er sich richtig abgehoben hat von den anderen Hengsten, die mit ihm in einem Jahrgang waren, sage ich jetzt mal? Kann man das so sagen, dass man das Gefühl hatte, dass er einfach viel weiter ist in der Entwicklung, oder? Also ich glaube, dass man schon nach wenigen Wochen im 100-Tage-Test gesehen hat, dass er dieses Feld dominieren wird. Das war einfach so klar, weil er eben immer und an jedem Tag seine Leistung gebracht hat, ohne jemals irgendwie durch Widersetzlichkeit oder ähnliche Dinge aufzufallen. Er hat einfach immer mitgemacht. Wenn Zügel aus der Hand kauen, dann hat er die Zügel mitgenommen bis unten hin. Aufnehmen, er war sofort wieder da. Er zeigte dann schon auch Talent, wenn man ihn mehr versammeln wollte. Jetzt versammeln tut man ein 3-jähriges Pferd ja noch nicht, aber er zeigte auch da sofort Talent in der Rückführung, von dem leichten Zulegen wieder in die Rückführung. Und wenn man ihn einfach sah, dann sagte man sich als Züchter, so habe ich es erlebt, so einen möchte ich später selber haben, und darum hat er so viel Stuten bekommen. Ja, immer die Hoffnung, einen zweiten Floristan daraus irgendwie zu bekommen. Ja. Wann, würden Sie sagen, haben Sie erkannt, dass dieses Pferd ganz besonders ist? Das haben wir, glaube ich, fast alle schon von den ersten Wochen an gemerkt, dass er besonders ist. Es ist immer die Frage, wie vererbt sich sowas, oder ist das eine Einmaligkeit? Ist das jetzt ein Pferd, das einfach nur selber diese Voraussetzung mitbringt, oder gibt er sie tatsächlich weiter? Das war natürlich die spannende Frage, später, die man erst Jahre später normalerweise feststellt. Und Floristan hat dann hier auf dem Gestüt gedeckt und zunächst im Natursprung noch. Der zog mit mir zusammen auf die Deckstation Bad Sassendorf.
Dort stand auch Parademarsch 1, der war da schon 2 Jahre. Und später stellte sich raus, dass er gerade auch zu Töchtern des Parademarsch sehr gut passt. Was war das ungefähr für eine Zeit? Wann war das? Das war Ende der 80er, ne? 1989. 89. Okay. 89 ging er mit 30 mir. Jahre her. Genau, 30 Jahre ging er mit mir zusammen nach Bad Sassendorf und traf da auf eine sehr, sehr gut passende Stutengrundlage. Da gab es dann noch eine ganze Reihe Stuten, die auf Pilatus zurückgingen, über Perlkönig, der dort lange Jahre gewirkt hat und tolle Stuten hinterlassen hat. Dann hat da der Disco-Star gestanden, der gerade bei Dressurpferden im weiteren Pedigree öfter zu finden ist. Und mit diesen Töchtern von diesen herausragenden Hengsten, die vorher schon da gestanden haben, vor etlichen Jahren stand dort mal Romulus I zum Beispiel, der Vater des Romadur. Ja. Romadur ist dort geboren in dem Kreis und der Mutterstamm des Romadur hatte da auch eine große Verbreitung, sodass er auch auf diesen Mutterstamm von Romadur dort traf mit seiner Vererbung, was ihn natürlich, was kein Nachteil ist, wenn man ein guter Dressurvererber werden will. Ja, also ein bisschen Glück auch gehabt, also dass das dann mit den Anpaarungen gut funktionierte. Ja. Ja. Und also heutzutage kann sich das ja keiner mehr wahrscheinlich so richtig vorstellen. Wie war damals so der Tagesablauf für so einen Deckhengst im Natursprung? Ich meine, heutzutage werden die hauptsächlich im Sport geritten und dann werden die morgens einmal abgesamt während der Saison und Ja. Aber so im Natursprung läuft es ja ein bisschen anders. Das ist ein ziemlich anderes Bild. Ich habe bei Floristan immer darauf geachtet, dass ich ihn meistens schon vor seiner ersten Stute, die er dann bedecken musste, bewegt habe. Natürlich auch manchmal einfach, weil es so viel Spaß macht, habe ich mir in der Mittagspause nochmal rausgeholt. Hier im Landgestüt habe ich nicht ganz so viel mit dem Reiten zu tun und ich wäre also hier im Landgestüt selber wohl nicht in den Genuss gekommen, ihn ständig zu reiten. Und das habe ich dann natürlich auf der Deckstation weitlich ausgenutzt und habe ihn dann geritten und es hat immer riesen Spaß gemacht. Wir hatten da auch eine schöne Reitanlage für uns. Und wenn man dann morgens um 7 schon losreitet, dann sind da noch nicht so viele. Wobei das dem Floristan nie was ausgemacht hat, ob da Reitbetrieb war mit Kindern auf Ponys oder nicht. Er hat also immer seine Kreise gezogen und hat sich da nie dran gestört. Also wenn ich da zum Beispiel, ja, wenn da die Mädels waren und sahen, dass ich mit einem Hengst in der Bahn war und riefen schon, oh, hast du einen Hengst dabei? Und dann habe ich immer nur laut gerufen, es ist Floristan. Ach so, dann ist es nicht so schlimm. Und dann kamen die trotzdem rein. Das ging hinterher sogar so weit, dass ich teilweise die anderen Hengste als Floristan bezeichnet hatte, um den Leuten die Angst zu nehmen. Okay, es war schon so ein Synonym für ein ruhiges Pferd oder einen ruhigen Hengst. Für einen Hengst, der eben nicht auf einmal über andere herfällt. Ja. Also da konnte man sich ganz sicher sein, das hätte er nie gemacht in der Zeit. Und dann kamen die Züchter mit ihren Stuten zu Ihnen auf die Station. Also wie viele waren das denn so am Tag? Wie war denn da so die Taktung? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Ja, das fing dann dreijährig, durfte er noch nicht so viele Stuten decken. Das war vom Landgestüt vorgegeben, sodass er eben sich erstmal in diesen Beruf einfinden kann. Und dass es eben nicht so ist, dass er wirklich jeden Tag 3 Stuten deckt, morgens, mittags und abends im Allgemeinen, sondern dass es dann in seiner Anfangszeit eher so war, dass er dann 1-2 Stuten am Tag deckte und dann wieder Pause hatte und so. Aber im späteren Verlauf, als die Deckzahlen über 100 gingen, da war ich dann schon angewiesen darauf, dass mir der Tierarzt vor Ort die Stuten passend vorbereitet hat, dass ich mit 2 bis 3 Sprüngen am Tag auskam. Das war schon immer wieder eine Herausforderung, das so einzuteilen. Und man hat sich über jeden gefreut, der abgesprungen ist, der gesagt hat, oh, die Stute hat ja schon einen Sprung und wir sind fertig, klasse. Dann wusste sofort der Nächste, er konnte einspringen. Das war schon eine spannende Geschichte. Wie hat er sich da so verhalten? Also wie hat er sich da dann hengstig verhalten oder auch eher nicht? Hengstig, ja, in gewisser Weise schon. Da war er schon ein vorbildlicher Beamter und hat seinen Job auch ordentlich erledigt. Es war nur so, dass er ein bisschen wählerisch mit den Stuten war und dass er sich
bei doch einer ganzen Reihe von Stuten durchaus mal eine Viertelstunde Bedenkzeit genommen hat, bis dass er sich wirklich echt um sie gekümmert hat. Also das muss man ihm auch zugestehen. Dafür kriegten die Leute ja ein außergewöhnliches Fohlen im nächsten Jahr und dann haben die auch gerne mal eine Viertelstunde gewartet. Okay. Ja, wenn dann nicht die Decksaison gewesen ist, wie sah sein Alltag dann so aus? Dann ist er hier im nordrhein-westfälischen Landgestüt geritten worden, zum Beispiel damals auch in diesem 100-Tage-Test. Das findet ja bei uns, fand das im Herbst, also im Sommer nach der Decksaison fand der statt. Und dann ist er darauf vorbereitet worden, und hat das Training mitgemacht, wie alle anderen auch. Die Hengste wurden damals alle noch als Remonten nennen wir das, wenn ein Hengst noch jung in der Arbeit ist. Die wurden dann auch auf den Hengstparaden vorgestellt und Floristan war halt immer mit dabei. Der hat also an allen Hengstparaden dann auch teilgenommen und war relativ bald auch dann 4-, 5-jährig schon so weit, dass er in der großen Quadrille mitmachen konnte und ähnliche Dinge. Und er war immer einer, der dann in der Reitabteilung durch sein besonders harmonisches, dass er sich besonders harmonisch reiten ließ, der fiel immer auf. Immer einfach nicht durch seine Farbe oder das war eher normal. Also viel an ihm war normal, wenn man so geguckt hat, erst auf den ersten Blick und man erkannte ihn dann, aber sobald er sich in Bewegung setzte, es war gar nicht mal unbedingt, dass er Riesenspektakel machte oder dass man ihn als Aktionstraber, was damals noch auf den Hengstparaden zelebriert wurde, als Aktionstraber einsetzen hätte können, wie so zum Beispiel Parademarsch oder Portofino oder solche Pferde oder Ewigkeiten davor, Grünhorn 3, dass man jetzt sagt, wow, der tritt jetzt von sich aus sonst wo in die Wolken, sondern er ließ sich fördern, wenn man drauf saß. Er machte alles mit und er ließ sich fördern. Also wäre jetzt so in der Stallgasse gar nicht aufgefallen groß? Ja, schon aufgefallen, auf die eine Art schon, aber wer ihn jetzt nicht kannte, hätte nicht von vornherein gesagt, das ist bestimmt Floristan. Okay. Ja? Und gab es das, so was wie so ein Fankult um ihn? Gab es das mal, dass Besucher hierher kamen, um ihn zu sehen oder so? Ja, ganz sicher. Ja. Also das hat sich natürlich erst entwickelt, aber es wollten ihn immer Leute sehen und es war nie so, dass man Leute, die bei ihm decken lassen sollten, überreden hätte müssen. Es war immer so, dass eher die Nachfrage größer war als das, was er leisten konnte. Ja. Und war das dann unter den Mitarbeitern hier am Gestüt auch so, dass man scharf drauf war, Floristan zugeteilt zu werden? Beim Reiten kann ihn halt immer nur einer reiten. Und damals war es halt noch nicht so, dass wir unsere Hengste auf den Turnieren vorgestellt haben. Wäre das damals schon so weit gewesen, hätte er sicher auch am Bundeschampionat teilgenommen oder wäre später mal in den großen Sport gewechselt. Das hat sich aber damals noch nicht so dargestellt. Das ging erst los mit seinem ersten hier bei uns richtig bekannten Sohn, dem Fiedermark, der in seiner zweiten Deckperiode entstanden ist. Mit Fiedermark ging es dann los. Der hat dann das Bundeschampionat gewonnen in Vertretung für seinen Vater. Ja. Und gibt es eine Situation mit dem Hengst, die Sie nie vergessen werden? Es war einfach, mit ihm war es schön, man kam mit ihm klar. Und man könnte sagen, wie er sich so verhält, bei der ganzen Menschenbezogenheit. Wir sprachen eben schon davon, dass er, wenn es jetzt ein Mensch gewesen wäre, dann hätte man gesagt, er kann die Finger da nicht von lassen. Der hat also immer so das Bestreben gehabt, einem ein bisschen näher zu kommen und mal zackig eben mit den Zähnen am Pullover zu ziehen oder an irgendetwas anderem. Und das hat man dann seinen Fohlen später angesehen. Ja. Die Fohlen, wenn sie jetzt ein normales Fohlen haben, das draußen von der Wiese in den Stall kommt, das läuft mit der Mutter mit und geht rein in den Stall und schon ist es drin. Und wenn dann Floristan-Fohlen, also wenn sie jetzt 3 Fohlen hatten und eins davon war ein Floristan, dann war das normalerweise das,
was noch eben kurz an der Futterkiste anhält, das Putzzeug ins Maul nimmt und damit ein bisschen rumschlenkert und das vielleicht auf halbem Wege zur Boxe wieder verliert. Dafür aber, so kleine Kasper. So kleine Kasper, dafür aber den nächsten Führstrick wieder anknabbert oder eben den Menschen kurz am Pullover zupft. Und also wenn man die Leute zu Hause besucht hat, dann sah man spätestens dann, welches von den 3 Fohlen oder 4 der Floristan war. Ja. Außer, dass man natürlich auf die Qualität geachtet hat. Mach mal irgendwo mit zu. Also was hatten die Fohlen noch für Besonderheiten? Okay, die Fohlen waren oft sehr selbstbewusst, menschenbezogen, auf jeden Fall. Und was ganz interessant war, wenn ich dann ab und zu eine Stute bei mir auf der Deckstelle hatte, die einen Floristan-Fohlen hatte und die ging dann ohne dieses Fohlen aus der Boxe, um dann wieder beim Hengst da vorgestellt zu werden, dann hörte man an der Stimme dieser Fohlen, dass es Floristane waren. Die konnten nämlich unheimlich laut wiehern und richtig schon, also gerade die Hengstfohlen, männlich, tief und laut. Okay. Nicht so hoch und schrill wie so ein Einhorn oder so, sondern wirklich schon sehr ausgebildete so, Stimmen. So. Und das sind auch die Geräusche, die wir von Floristan selber aus der Besamungsstation alle noch kennen. Ja. Also man hat, wenn man außen dran vorbeigegangen ist und man hat schon gemerkt, dass Floristan wieder abgesamt hat, dann hat er das mit einem wirklich, also da war Blitz der schwarze Hengst nix, da hat er das mit einem großen Schrei kundgetan, dass er die Welt wieder um 10 weitere Fohlen bereichert hat. Ja, herrlich. Ne? Sehr schön. Das war tatsächlich so. Floristan der Schreihals. Ja, wie gesagt, dann das Gorilla-Silberrückenmännchen, das haut sich mit den Fäusten auf die Brust und Floristan hat halt richtig laut verkündet, er war es wieder. Schön. Ja, und genau, was hat er sonst so seinen Nachkommen mitgegeben? Was würden Sie sagen, was hat er so ganz gut vererbt? Also ganz sicher hat er vererbt diesen unerschütterlichen Takt in allen 3 Grundgangarten. Heute eine Floristan-Stute zu haben, heißt erst schon mal, dass man normalerweise also ich möchte die Prozentzahl nicht sagen, aber wirklich in großer Zahl erst schon mal Nachkommen hat, die einen guten Schritt haben und die einen guten, natürlichen Takt haben in den Bewegungen. Floristan anzupaaren mit Pferden, die ein bisschen mehr Feuer oder ein bisschen mehr Pfeffer haben, wie zum Beispiel Pilot oder Weinberg oder sowas. Oder damals stand da bei mir auch dieser Francisco, nicht Franziskus, nicht zu verwechseln, das ist Ewigkeiten her. Den damit anzupaaren, war immer eine schlaue Angelegenheit. Dann kriegte man also das, was Floristan hat, mit etwas mehr Energie. Und dann kam man hinterher auch dazu, zum Beispiel Floristan mal Weinberg, das erste Olympiapferd von Floristan, Floriano, ist so gezogen. Durchaus gerne mit etwas Springblut im Hintergrund. Okay. Das war dann eine gute Mischung. Das war auf jeden Fall eine gute Mischung. Ja. Eben auch Floristan mal Pilot, gab es einige sehr, sehr gute Dressurpferde und witzigerweise auch eine ganze Reihe sehr erfolgreicher Springpferde. Na gut, er hatte ja in seiner Hengstleistungsprüfung das auch gezeigt, dass er da nicht völlig untalentiert scheinbar gewesen ist. Der Rheinländer Floristan wurde 1986 geboren. Der Fidelio Mal-Rheingold-Sohn gewann die Rheinische Körung 1988 und wurde direkt an das nordrhein-westfälische Landgestüt in Warendorf verkauft. Er deckte als erster Landbeschäler über 500 Stuten in einem Jahr. Floristan siegte mit überragenden Noten in Dressur und Springen in seiner Hengstleistungsprüfung. Weitere Turnierauftritte sollte es jedoch nicht geben. Somit beläuft sich seine eigene Lebensgewinnsumme auf 0 Euro. Zu den über 7000 Nachkommen des etwa 1,70 Meter großen Hengst zählen 93 gekörte Söhne und über 237 Zuchtstuten mit Staatsprämie. Die Gewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich auf über 2,7 Millionen Euro. 2011 stand der Hengst an 2. Stelle im WBF-SH-Ranking der Dressurvererber. 2012 verstarb der Hengst im Alter von 26 Jahren. Würden Sie sagen, dass er das wusste,
dass er ein Star ist? Oder hat er das, also war er so ein Showman, der aus der Box kam und wusste, heute geht's um was, heute ist Parade, oder? Er war gar nicht unbedingt ein Showman, das würde ich also so nicht sagen. Er war sich und seiner Qualität meiner Meinung nach schon bewusst, wenn man denn einem Tier das zugestehen will, dass es seine Persönlichkeit einschätzen kann. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass er ein sehr selbstbewusstes Pferd ist und je älter er wurde, umso selbstbewusster wurde er auch. Und dann wurde er auch durchaus auch hengstiger im Umgang mit anderen Pferden. Okay. Jetzt nicht unterm Sattel, aber so, ne, auf dem Weg zur Deckstation, zur Besamungsstation hin oder so. Aber das ist bei uns eine Erscheinung, die wir halt öfter kennen, gerade bei diesen alten Koryphäen, bei den Hengsten, die werden dann schon da, als wenn da mehr Testosteron auf einmal vorhanden ist. Durchaus. Aber er war selbstbewusst, aber es war jetzt nicht unbedingt der aus dem Stall kam und den man dann rausstellt und der dann mit gespitzten Ohren einen halben Meter größer wird, nur weil er draußen steht. Okay. Also der stellte sich ordentlich hin, das auf jeden Fall. Er spitzt auch die Ohren fürs Foto, wobei das dann schon eine Herausforderung war, ihn so aufzurichten, dass er einen temperamentvollen Eindruck auf dem Foto macht und nicht einfach nur einen harmonischen, was ja den Leuten auf dem Bild nicht unbedingt reicht. Ja. Also es war nicht unbedingt das Fotomodell, um es hinzustellen, aber sobald er sich in Bewegung setzte mit dem Reiter drauf, war einfach das wie aus einem Guss. Das gibt es sicher spektakulärer. Die Beine fliegen heute deutlich höher teilweise, das mag sein, aber dieser Grundtakt und diese Grundrittigkeit, die war immer da. Und würden Sie sagen, wenn Florestan jetzt ein Hengst heutiger Zeit wäre, würde er sich dann genauso gut durchsetzen und so gut ankommen? Das kann ich mir gut vorstellen, weil er mit Sicherheit marktgerechte Pferde für den gesamten Markt machen würde. Also Pferde, die sich einfach reiten lassen. Wir haben auch hier im Landgestüt noch einen jungen Hengst von ihm, der Florestanus heißt. Passt natürlich gut. Und auch dem sieht man das an, dass er extrem unkompliziert ist, 3 wirklich sehr gute Grundgangarten hat und einfach mitspielt. Und genau das hat, was diese Florestane auch früher hatten, nur in vielleicht schon ein bisschen moderner, weil er mütterlicherseits auf Hengste getroffen ist dort, die damals noch gar nicht am Start waren. Der ist also in tiefgefrorenem Sperma entstanden und ist jetzt 6-jährig, genau, 6-jährig. Und das macht Freude. Er macht tolle Fohlen, dieser Hengst, und sieht aus wie dem Alten aus dem Gesicht geschnitten. Also es kann schon sein, dass Florestan, könnte durchaus sein, dass er heutzutage halt auch seinen Weg so machen würde. Ja, also das heißt aber, tiefgefroren wäre er immer noch verfügbar? Er ist tiefgefroren noch verfügbar und ich kann es nur empfehlen, gerade wenn man die vielleicht überkandidelten Dressur, ein Pferd mit Dressurabstammung mit etwas viel Feuer hat und mit etwas viel Exzentrik, durchaus nochmal mit Florestan zu probieren und das Ganze so ganz bisschen einfachere Bedienbarkeit reinzukriegen. Okay, ja, gut. Das ist ja schon mal eine gute Aussage. Ja. Und können Sie sich daran erinnern, an den ersten Fohlenjahrgang von Florestan? Wie ist der so angekommen? Also hat er gleich überzeugt im ersten Jahr? Der hat gleich überzeugt im ersten Jahr. Die einen Fohlen hatten, wollten ganz sicher eins wieder haben. Sie waren sehr korrekt im Fundament und alle konnten sich durchweg gut bewegen. Es waren auch gleich im ersten Jahrgang dieser Floriano dabei, der dann bei mir auch auf der Stutenschau war. Damals gab es noch da kamen noch alle Fohlen auf eine Stutenschau. Das muss man sich vorstellen, dass er deutlich über 30 Fohlen auf einer Stutenschau hatte. Und das zu einer Zeit, wo er eben als 3-jähriger Hengst keine 70 Stuten decken durfte. Diese Zahlen waren damals eng begrenzt. Mir wurden damals vom Gestüt gut 50 zugestanden. Da bin ich ein bisschen drüber gekommen. Das ließ sich einfach nicht vermeiden. Und er befruchtete halt richtig klasse. Das hat er auch lange, lange in seinem Leben gemacht. Also er war nicht nur überragend als Vererber, sondern auch überragend als Befruchter.
das hat natürlich auch zu seinem Erfolg beigetragen. Es spricht sich in der Züchterschaft rum, dass man, wenn man zu dem hinfährt, auch einen Fohlen bekommt. Dass es am Ende auch was wird. Und dass das wirklich was wird. Ne? Was nützt einem das tollste Papier, wenn da gar kein Fohlen rauskommt? Und das war bei Floristan eben immer gegeben. Ja, und dann die nächsten Jahrgänge wurde wahrscheinlich die Zahl der Stuten aufgestockt. Da durften die dann mehr werden. Und dann kamen wir schnell in den dreistelligen Bereich und das ist dann im Natursprung schon eine echte Herausforderung. Da brauchen Sie gute Tierärzte, die die Stuten gut vorbereiten, damit man eben nicht für jede Stute 3 bis 4 Anläufe mit dem Hengst braucht in der Rosse, sondern einmal decken und fertig. Ja, und er war ja auch der erste Landbeschäler hier in Warendorf, der in einem Jahr über 500 Stuten hatte. So ja, das war dann aber in der Besamungszeit. Das kann kein Hengst im Natursprung schaffen, wenigstens nach meiner Einschätzung nicht, denn da kommen wir dann biologisch an Grenzen, die wir nicht überschreiten dürfen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie ist das denn überhaupt möglich? Bei 365 Tagen im Jahr über 500 Stuten, dann eine kurze Saison ja nur. Das ist insofern möglich. In der Besamungsstation war Floristan ein absoluter Star, denn das Ergebnis jeden Tag, was er zu liefern imstande war einfach grandios. Sie konnten also unbegrenzt im Prinzip Leuten Samen zusagen. Und das war dann aber er war die ersten 7 Jahre im Natursprung. Da war er im Natursprung, und dann hat nur in der Wintersaison abgesamt im Landgestüt, um dann tiefgefrorenen Samen schon mal einfrieren zu können. Und dieser tiefgefrorene Samen funktionierte damals fast so gut wie normales Decken. Das heißt, wenn wirklich einer das nicht geschafft hat mit Terminen auf der Natursprungstation, dann konnte er auch hier in Warendorf tiefgefrorenen Samen bekommen. Das haben auch einige gemacht, aber das war damals noch nicht so populär. Das waren vielleicht im Jahr dann 10, 20 Leute, die tiefgefrorenen Samen genommen haben zu der Zeit. Und die anderen wollten natürlich den echten Hengst noch richtig springen sehen. Aber das hat sich dann ja nach 7 Jahren Natursprung dann erledigt. Das war dann auch ein harter Bruch. Da gab es dann nicht nochmal so 1 oder 2 Stuten im Jahr, wo nochmal Natursprung irgendwie... Nein, das ist nicht möglich. Wenn Sie einen Hengst haben, der im Besamungseinsatz ist, dann wird er so beprobt und klinisch vorbereitet, dass der absolut in Ordnung ist. Und wenn der dann Natursprung macht, dann trifft er ja wieder auf eine gewisse Unsicherheit. Und das bedeutet, dass sein Status als Besamungshengst durch einen Natursprung aufgehoben wird. Ah, okay. Und dann ist er eben für die Besamung für die nächsten 6 Wochen nicht mehr zu brauchen. Und das werden Sie nicht riskieren. Wenn Sie einen Floristan haben, dann lassen Sie den nicht einmal springen und der kann dann 6 Wochen keinen Samen mehr verkaufen. Das geht nicht. Und würden Sie sagen, dass man die Nachkommen von Floristan erkannt hat? Ich sage mal, ein Abreiteplatz mit 30 Pferden drauf und davon sind 5 Floristan? Hat man damals bestimmt, ja. Also nicht unbedingt nicht unbedingt an der Farbe. Natürlich hat er verschiedenste Farben gemacht, manchmal sogar nicht am Typ, denn da konnte er sich auch schon mal nach der Mutter richten. Also dass dann ein Pferd, Fuchs mit 4 weißen Füßen und was weiß ich, und das sah haargenau aus wie die Mutter, aber spätestens dann, wenn sie geritten wurden, waren sie der Reihe nach sehr unkompliziert und hatten diesen natürlichen Floristantakt, der ihn damals so bekannt gemacht hat. Und dann sind wir schon eigentlich am Ende. Vervollständigen Sie bitte den Satz, Floristan war für mich. Floristan war für mich sagen wir einfach, eine hippologische Offenbarung. Es war für mich eine riesengroße Ehre, mit diesem Hengst wirklich 7 Jahre eigentlich auch zusammen zu leben. Man ist da rund um die Uhr auf der Deckstation, man übernachtet dort auf der Deckstation, man hat also den ganzen Tag Zugriff auf dieses Pferd und es war einfach mit Floristan eine ganz besondere Geschichte. Wie gesagt, ich habe ihn mir gerne auch schon mal in der Mittagspause rausgenommen, bin mit ihm auch mal dann ausgeritten, wenn man dann wusste, damals gab es noch keine Mobiltelefone, da musste man ansonsten wenn man
Dienst hatte, musste man auch in der Nähe eines Telefons sein. Das war teilweise sehr witzig. Dann geht das Telefon und dann reiten sie im quasi Galopp von der Reithalle. Sie hören das Hoftelefon klingeln. Dann reiten sie im Galopp bis zur Tür, schließen schnell auf, damit das ist vorher abgeschlossen. Und dann gehen sie ans Telefon und das Telefon ist schon vorbei. Ja. Dann reiten sie wieder los. Dann reiten sie wieder los und 5 Minuten später klingelt es schon wieder. Und das ist natürlich dann für ein schönes reiterliches Training nicht ganz so geeignet. Und deshalb hat man dann schon mal in der Mittagspause, wenn die Leute wissen, dass man Mittagspause hat, den Floristan rausgenommen. Damit sie es ganz in Ruhe genießen konnten. Ja, genau. Einmal saß ich auf ihm drauf, da waren ein paar Damen, die guckten über die Bande so und sagten, was hast du denn da für einen? Und dann habe ich denen gesagt, ich bin auch so ein kleiner Scherzbold. Ich habe da einen 5-jährigen Hengst vom Fidelio aus einer Rheingoldmutter. Dann hatten die noch nicht sofort geschnallt, dass es Floristan ist. Und sagten, verdammt talentiert, das könnte was werden. Dann habe ich denen gesagt, ja, das ist schon was, das ist der Floristan. Na, da wollten die mich vom Pferd holen. Ja, da ist er, wenn man sich überlegt, mit 5 schon eine richtig große Nummer gewesen dann. Ne? Mit 5 wusste jeder schon, boah, der hat tolle Fohlen gemacht. Also den Fohlen sah man es an. Und ich hatte damals den Vater eines später internationalen Springreiters, der war als Kurgast dort und der hat die ersten Fohlen gesehen. Und der hat mir gesagt, der kam aus dem Rheinland und sah diese ersten Fohlen auf der ersten Hengstschau. Da waren dann die 6 ersten geborenen Fohlen von Floristan da und präsentierten sich. Der hat diesen Fohlen attestiert, dass die auch sicher mal springen können. Weil er da alles gesehen hat. Er hat sie traben sehen, er hat sie auch galoppieren sehen und sagt, also so wie die im Gleichgewicht sind und sich bewegen, müssen die auch springen. Und das war ein Experte. Ja. Ohne den Namen jetzt sagen zu wollen. Ja, vielleicht der eine oder andere kommt ja vielleicht drauf. Genau, eine Sache hatte ich noch vergessen. Sie hatten das vorhin gesagt, er hat sehr zuverlässig befruchtet und ja auch sehr lange. Also bis 24 Jahre war der noch hier im Deckeinsatz. Also es ist ja auch körperlich jetzt nicht ganz, also es ist ja eigentlich schon ziemlich beeindruckend, dass er das so lange durchgehalten hat, 20 Jahre lang. Wobei die Anstrengung eines Hengstes im Deckeinsatz wird, glaube ich, etwas, also ein Hengst im Natursprung-Einsatz hat sicher, was das angeht, mehr zu tun und wird mehr belastet als ein Hengst, der in der Besamungsstation wirkt. Der geht halt morgens auf ein unbewegliches Phantom, ne, der bringt sich nicht mehr groß in Gefahr, wenn der da die Routine hat. Dann geht er da einmal drauf und dann wird sein Ergebnis, das Ejakulat, verarbeitet und bei Floristan war das möglich, mit einem Ejakulat den ganzen Tag auszukommen. Da brauchte man nicht mehr irgendwie noch zusätzlich was bestellen. Ja. Und das ist dann einmal am Tag auf ein unbewegliches, sehr sicheres Phantom mit rutschfester Unterlage und allem Pipapo. Also ein Hengst, der auf der Weide deckt, der hat da sicher größere Gefahren und auch im Natursprung aus der Hand. So, Natursprung ist ja auch ein bisschen missverständlich. Das findet schon unter menschlicher Aufsicht statt und in geschlossenen Räumen. Und das ist nicht so, wie die Natur das vorsieht. Und trotzdem, also ein Hengst, der Natursprung macht, der begibt sich in größere Gefahr und der verschleißt wahrscheinlich auch, was Rücken und Hinterhand angeht, eher. Ich habe nicht nur mit dem Obersattelmeister Georg Frerich gesprochen, sondern auch mit Auktionator und Pferdemann Bernd Richter. Herr Richter, können Sie sich erinnern, wann Sie Floristan zum ersten Mal gesehen haben? Ja, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen hier dreijährig auf der Hengstparade oder bei der Hengstleistungsprüfung hier im nordrhein-westfälischen Landgestüt. Hatte von diesem Hengst gehört, er war ja Siegerhengst im Rheinland. Und kam dann hier Gott sei Dank nach Westfalen ins nordrhein-westfälische Landgestüt und habe dort zum ersten Mal Floristan 1 gesehen. Und Sie haben gerade gesagt, Sie haben von ihm gehört. Was haben Sie so von ihm gehört? Wenn einer im Nachbarzuchtgebiet Siegerhengst wird, dann hört man natürlich, wer ist da Siegerhengst geworden. Und hatte da schon gehört, dass da ein sehr, sehr guter Hengst zum Sieger erklärt worden ist und der Gott sei Dank ins Landgestüt geht. Und hatten Sie, also in welcher
Funktion waren Sie hier am Gestüt Ich damals? war Privatmann, ich war Angestellter an der Westfälischen Wilhelm-Universität in Münster. Okay. Also hatte viel mit Pferden zu tun, aber nicht beruflich. Okay. Und als Sie ihn dann gesehen haben, wurden die Sachen, die Sie vorher gehört haben, bestätigt? Ja, ich mochte ihn sehr gerne leiden, weil er vom Typ sehr ansprechend war. Ich fand, dass die Grundgangarten sehr, sehr gut waren, was damals schon auffiel, dass er über einen sehr guten Charakter verfügte und exzellenten Schritt hatte. Ne? Und was würden Sie sagen, was hat ihn so besonders gemacht? Ja, besonders hat ihn gemacht seine großartige Vererbungskraft, ne, weil er einfach in Serie Top-Pferde geliefert hat, in einem Gleichmaß vom Fleck weg, mit hervorragenden Grundgangarten, mit Pferden, die fast ausnahmslos überragenden Schritt hatten. Die Grundgangartschritt hat er vererbt wie kaum ein anderer. Und die Rittigkeit eben, dieses unkomplizierte. Und deswegen war er dann so beliebt auch bei den Reitern, ne? Weil das einfach Pferde waren, die funktionierten. Oft in der Größe, im Exterieur, mit vielen, vielen Vorzügen, die wir in der Reiterei brauchen. Ne? Und wann, also war Ihnen das sofort klar, dass das irgendwie ein Star ist oder einer für die ganz ja, große... gut, das sieht man ja nicht, was auffallend war. Da war ich leider selber nicht zugegen, war die erste Stutenschau. Aber auch da hörte ich von ernstzunehmenden Pferdeleuten, dass der erste Fohlenjahrgang schon von sehr, sehr guter Qualität war. Ja, und spätestens als die ersten 3- und 4-jährigen Pferde da unterm Sattel kamen, zur Stutenschau kamen, die 3-jährigen Stuten, da konnte man schon sehen, dass hier ein ganz besonderer Hengst wirkt. Ne? Sie haben ja als Auktionator viele Floristan-Nachkommen wahrscheinlich unterm Hammer gehabt. Viele, viele gute Fohlen, viele sehr, sehr gute Reitpferde, ganz tolle Stuten auf den Elite-Schauen, mehrfach Siegerstuten, mehrfach Spitzenpferde auf den Auktionen, Spitzenhengste. Er ist ja Linienbegründer, ohne Frage, ist ja nicht nur er selber, sondern hat ja hier über Fiedermark, über Fürst Heinrich, ja heute weltweit, diese Linie ist so beliebt wie kaum eine andere. Ne? Ich würde sagen, nach Donnerhall vielleicht der größte Treffer in der Dressurpferdezucht in den letzten 50 Jahren. Da gehört sicherlich Floristan dazu. Ne? Ja, das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Wie schätzen Sie so den Einfluss von Floristan auf die Sportpferdezucht ein? Also wenn man heute sieht, sowohl in der väterlichen Generation, auch bei den Stuten, er ist ja nicht nur in der väterlichen Linie so verankert weltweit, sondern auch über seine hervorragenden Stuten. Wie viele tolle Pferde eine Floristan-Mutter oder Großmutter haben. Das sieht man ja über Escolar jetzt weiter. Immer wieder taucht dieses Blut auf, weil eben die Grundgangarten und die Rittigkeit so hervorragend sind. Und das gibt er einfach so sicher weiter wie kaum ein anderer. Ne? Und das ist auch das, was die dann miteinander gemeinsam haben, diese ganzen Nachkommen? Ja, er ist fast mit jeder anderen Blutführung oder Blutsorte anzupaaren. Ne? Er passt auf fast alle Stuten und er ist immer in der Lage, auch mit einer mittelmäßigen Stute wieder ein Top-Pferd zu liefern. Ne? Das zeichnet eben Stempelhengst aus, der sich durchsetzt. Ne? Ja. Und gut, er hat vielleicht, wenn man ihm überhaupt was will, muss man so ein bisschen aufpassen mit der Fesselung. Da war so ein bisschen erst so, ja, ein kleiner Kritikpunkt, aber der hat hier auf diese doch etwas stupsigen Fesseln, vor allen Dingen mit hannoverscher Grundlage, bestens hingepasst und hat das super, super weitergegeben und er hat eben, wie gesagt, Dressurpferde mit ganz, ganz vielen Vorzügen, Rittigkeit und Grundgangarten und das ist eben das A und O in der Dressurpferdezucht. Ne? Ja, und in welcher Anpaarung würden Sie sagen, war es herausragend oder gab es ein Erfolgsrezept, mit welcher Anpaarung wurde es immer? Wie gesagt, der hat ja alles Mögliche. Der hat es mit Fiedermark, mit Werther und alten hannoverschen Stämmen gemacht. Der hat es mit Donnerhall und mit Fürst Heinrich gemacht. Der hat es ganz oft mit zweimal F, mit Furioso-Blut, also nochmal Ferragamo, hat es sehr, sehr gut gepasst. Also der hat schon, mit Parademarsch hat es sehr, sehr gut gepasst in den ersten Jahren in Soest und Parademarsch Perlkönig. Ja, den konnte man fast auf jede gute Stute lassen. Der machte dann einfach ein gutes Pferd. Ne? Und würden Sie sagen, wenn er jetzt heutzutage ein aktiver Hengst wäre, hier am Gestüt, würde der sich genauso... Der würde heute noch viele, viele Stunden decken und wäre heiß begehrt. Würde auch jetzt in der modernen Zucht wieder absolut, weil der vom Typ her dahin gehörte und
Er hatte einfach, zu der Zeit war es schon ein sehr kompletter Hengst im Exterieur, im Typ und in seiner ganzen Ausstrahlung. Der würde heute auch noch heiß begehrt sein. In was für einer Kombination würden Sie ihn heute sehen? Wie meinen Sie, in einer Anpaarung? Oder? Tja, wenn der heute zum Beispiel auf die jungen Nachwuchsfeuerwehr auf Vitalis treffen würde oder auch auf Donnerhall-Blut oder hier auch auf Floristan-Blut nochmal wieder zurück. Wir haben es ja auch oft mit diesem F&F, dass es sehr gut gepasst hat. Nach wie vor wäre er so auf viele Stunden einsetzbar. Ne? Und wie würden Sie ihn einschätzen, wenn er jetzt heute im Sport ginge? Hätte er da auch eine Chance? Das kann ich gar nicht beurteilen. Ich kenne ihn nur hier von den Hengstparaden, da macht er einen super Eindruck. Ja. Eben sehr rittig und ich habe ihn oft gesehen am Sattel. Das alles hervorragend gelöst. Floristan war nie so ein großartiges Schaupferd, der für eine 10 trabte, aber der machte eben alles sehr, sehr gut und sehr, sehr rittig und sehr, sehr gleichmäßig. Ne? Und können Sie sich an den ersten Fohlenjahrgang erinnern? Nein, wie gesagt, ich habe ihn selber nicht gesehen, ich habe nur die ersten Fohlen gesehen, also einen Teil der ersten Fohlen. Die waren schon sehr, sehr gleichmäßig und hatte gehört, damals auch von unserem Zuchtleiter und so, dass das ein ganz toller Fohlenjahrgang gewesen ist. Und natürlich erkundigt man sich nach dem Fohlenjahrgang des Siegerhengstes aus dem Rheinland, wenn er hier stationiert ist, in einem sehr gut, also in einem Hochzuchtgebiet. Bad Sassendorf war damals schon von der Stutengrundlage sehr gut und mit Floristan natürlich auch dann nochmal richtig aufgewertet. Ne? Und können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was würden Sie sagen, was hat er an seine Nachkommen weitergegeben? Ja, in erster Linie die Rittigkeit, die durchschlagend war, auch heute in der zweiten Generation noch, und die Grundgangart Schritt. Wir haben mal eine Studie gehabt am Westfälischen Pferdestammbuch von allen Stuten, die wir geprüft haben, welche Sorte war die beste im Galopp, das war Ferragamo. Wer war der Beste im Schritt, das war mit Weilen Floristan, über alle Stuten hinweg, und in der Rittigkeit war es auch Floristan. Ne? Er hat ja auch unzählige Stuten mit Achterprüfungen und Entering-Stuten und Staatsprämienstuten. Ja, und wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Abstammung eingehen, wie ist also die Mutter- und väterliche Seite? Also die väterliche Seite ist ja, Vater ist Fidelio, das war eher, also ein sehr schöner, eher ein knapper Hengst, der aus dem Hannoverschen kommt, aus Bad Bergen. Ein direkter Sohn des Furioso noch, dann über Lockruf, Lugano, Volan im mütterlichen Pedigree. Furioso selbst war ja auch von herausragender Qualität. Er hat uns Dressur- und Springpferde von internationaler Qualität überwunden. Hat er auch nochmal ganz neues Blut nach Deutschland gebracht. Ja, ne? Georg Vorwerk war ja ein Visionär. Der hat ja sicherlich in Oldenburg auch die Freiheit gehabt, aber hat eben auch diesen bunten Fuchs da geholt, und der hat eben mit For Pleasure und Cocktail und Furioso und Floristan Springen Dressur Weltpferde geliefert. Ne? Ja, und dann kam der hier nach Hannover. Gerd Küst hatte den seinerzeit aufgezogen, und Frau Marliese Lückmann, die sehr eng mit dem Landstallmeister war, die schon viele Hengste hier geliefert hat, Ehrentusch, Moncherie und andere, hatte Dr. Lehmann den Tipp gegeben, dass da ein Furioso-Sohn steht, braun, schön, nicht zu schwer. Und dann hat Dr. Lehmann die Hengst gekauft, hat den ins Rheinland zu Eberhard Schulze-Bürker gestellt und hat dann gleich auf diese außergewöhnliche Raute so gepasst, dass eben so ein Weltvererber dabei rauskommt. Ne? Das ist, war sicherlich auch ein Glücksfall, aber... Woran sagen, war das Glück oder war das... Das muss ja Glück gewesen sein. Also ich schätze Dr. Lehmann als großen Hippologen, aber Glück gehört sicher dazu. Ja. Aber er wird sich da schon was bei gedacht haben, warum er diesen Hengst dorthin gestellt hat. Das ist ja eine erstklassige Zuchtstätte mit sehr guten Stutenstamm, und es hat funktioniert. Ne? Und mütterlicherseits ist ja die Raute, das ist nochmal Romadur-Blut, Rheingold. Dann zweimal Takenerblut mit Abendregen und Garam, und kommt dann Gong. Es geht zurück ganz ins uralte Hannoverschen, so Station Henningsen, Schillers Lage heute. Da ist eigentlich der Ursprung, da hat Schulte-Böker seinerzeit die Stute hergekauft. Ne? Ja. Und was würden Sie sagen, wie viel Furioso steckte in ihm? War er da irgendwie... Furioso nicht so viel. Nee. So. Also rein farblich nicht, obwohl er ja alle Farben vererbt hat. Er hat ja Füchse gemacht, er hat ja Braune gemacht.
Aber man kann jetzt nicht sagen, dass der viel von Furioso mitbekommen hat. Ne? Da haben wir bei For Pleasure oder bei anderen viel, viel mehr Furioso rein optisch. Ne? Florestan war hat ja ganz oft einfarbige, so in der Farbe ganz ruhige Pferde gemacht. Die Abzeichen mussten ja meist von der Mutter kommen. Vater war ja nicht. Man konnte die Nachkommen ja oft erkennen. Die hatten immer schön große Ohren. Das mochte ich immer. Die Florestan-Nachkommen große Ohren hatten mit so einem kleinen Knick so nach innen. Das hatte er selber auch und das hat er ganz oft vererbt. Manchmal konnte man die an den Augen und Ohren schon sehen, das ist ein Florestan. Ne? Okay, also würden Sie sagen, wenn man so auf dem Abreitplatz ja, wenn man so ein bisschen Fantasie hat und sich da ein bisschen auskennt, konnte man die schon erkennen. Oft wirklich an diesen großen Ohren. Ne? Die hatten echt große Ohren, also das war schon groß. Ja. Also ich Vielen Dank, Lynn. Also ich muss immer noch über diese Stelle mit dem Silberrücken nachdenken. Schönes Bild. Und diesen Stimmen, wie spannend ist denn das? Also, Ja. Ja, lustig, weil es gibt ja Pferde, die haben noch im hohen Alter so ein Fohlenstimmchen, ne, so hihihi, wir. Aber witzig, dass auch das sich so vererbt. Ja, erstaunlich manchmal, Ja. wie es kommt. Ja. Gucken wir nach vorne. Wir starten ja bald mit unserer neuen Serie. Stichwort Silberrücken. Nein. Nein. Ja, in der nächsten Serie wird es um Menschen gehen, aber vorher sprechen wir nochmal über einen Hengst. Genau. Also wir geben gleich nochmal einen kleinen Ausblick über die neue geplante Serie der Pferdemenschen, Reiterfamilien in Deutschland. Aber du warst noch einmal beim Landgestüt, weil wir werden ja weiterhin auch über Stempelhengste berichten, Genau. weiterhin diese Legenden porträtieren. Immer wenn einer uns, ja, ich sag mal, nochmal wieder über den Weg läuft oder wenn ihr auch sagt, hey, den wollen wir unbedingt, über den wollen wir mehr wissen, auch gerne Hengste der jüngeren Geschichte. Wir sind ja teilweise sehr weit zurückgegangen in die 80er, 90er, in die Linienbegründer. Ja. Aber auch deren Nachkommen sind ja mittlerweile sehr erfolgreich und prägen nach wie vor den Dressur-, Vielseitigkeits- und auch den Springsport in Auf Deutschland. jeden Fall. Und der Welt. Genau, nicht nur Deutschland, Richtig. international. Ja, ich war beim Landgestüt und wir haben über einen berühmten Sohn gesprochen. Du sagst den Anfangsbuchstaben, ich sag den legendären Hengst dahinter. W. Lass mich raten. Weltmeier? Genau, das ist der Vater unseres nächsten Protagonisten. Ja. Wir sprechen über Wolkenstein, Herrlich. der im Landgestüt in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, mehr oder weniger. Und ja, auch eine ganz interessante Geschichte zu dem Hengst. In 14 Tagen. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Nee, nicht tschüss. Stimmt, ja. Wir wollten noch über die neue Serie sprechen. Noch seid ihr uns nicht los, genau. Ja, also diesmal wird es um Menschen gehen, besser gesagt um Familien. Ja, es ist ja für viele ein Traum, in eine Reiterfamilie hineingeboren zu werden, von außen. Genau. Aber das bedeutet natürlich auch im echten Leben viele Entbehrungen, harte Arbeit. Ich weiß nicht, auch wahrscheinlich ein bisschen Konkurrenz untereinander. Ja, wir werden es herausfinden. Wir haben uns gedacht, wir porträtieren diese berühmten Reiterfamilien in Deutschland. Also da, wo mehrere Generationen und auch mehrere Familienmitglieder sich dem Reitsport verschrieben haben. Und wir beleuchten das, porträtieren diese Familien und ja, nehmen euch mit und geben euch Einblicke, wie das denn aussieht hinter den Kulissen. Ist das Ganze ein riesiger Traum oder ist es auch ja, einfach harte Arbeit? Und ja, die Realität, die harte Realität. Genau. Ja, genau, bis dahin. Jetzt ist es aber wirklich am Ende unserer Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Tschüss. Ciao. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.